dann kommen wir zu unserem letzten Beitrag hier von unserer Veranstaltung auch und den letzten Beitrag hier von unserer Fachgruppe hier. Ich darf begrüßen Herrn Dr. Sebastian Pfeiffer. Herr Pfeiffer ist ja auch zumindest im letzten Jahr und im vorletzten Jahr, glaube ich, auch schon hier mit aufgetreten und Teil unseres Kernteams jetzt inzwischen geworden, was uns sehr freut bei der ganzen Sache. Und ja, Herr Pfeiffer sozusagen betreut diesen Bereich auch mit und sein Schwerpunkt ist jetzt eher auf die Umsetzung der informationstechnischen Anforderungen, die wir da haben. Sie hatten ja gehört, oder ich hatte es in meinem Beitrag da gesagt, die Vielzahl von Meldungen, die wir jeden Tag reinkriegen. Wie kann man da dem sich nähern, dass man sozusagen die Arbeitszeit der Validierung am besten verwendet, indem man sozusagen irgendeine Vorselektion kriegt, welche Meldungen besonders verdächtig sind, dass da möglicherweise irgendwas drin ist, was nicht stimmt. Und das wäre sozusagen sein Gebiet, mit dem er sich jetzt hier auch beschäftigt. Aber ansonsten, wie Sie gleich in seinem Vortrag hören werden, ist er sozusagen mit der Gesamtheit der Fragestellungen natürlich auch befasst. Vielen Dank, Herr Pfeiffer. Pfeiffer und Kuipert, das ist schön. Ja, einen schönen guten Tag auch von mir. Ich möchte also über die Rolle der Validierungsregeln, die von der ECHA halt verwendet werden, in Bezug auf Produktmitteilung reden und habe das quasi in 3 Teile geteilt. Einmal werde ich darstellen die Bedeutung und Anwendung der Validierungsregeln, dann einige Beispiele dazu nennen, wo Validierungsregeln zum Tragen kommen und auch, sag mal, nicht so gewollte PCN-Mitteilungen uns erreichen, die nicht halt ideal sind. Das ist ja auch ein Ziel der Validierungsregeln, die Qualität zu verbessern und entsprechende Handlungsempfehlungen geben und dann als dritten Teil auch nochmal einige Probleme nennen, die wir als BFR für uns entdeckt haben, wo es aber keine expliziten ECHA-Validierungsregeln gibt. Zum ersten Teil, Bedeutung und Anwendung der Validierungsregeln. Es gibt ein Validierungsregeldokument der ECHA, mittlerweile in der Version 7, in dem die Produktmitteilungen überprüft werden, nachdem sie halt eingegeben worden sind, entweder über die UCAT Cloud und dann übermittelt über das Submission-Portal oder direkt hochgeladen am Submission-Portal oder dann über eine System-to-System-Lösung über das ECHA Submission-Portal übermittelt wurde. Und an 2 Punkten wird diese Validierung durchgeführt. Entweder einmal direkt am Submission-Portal und die Überprüfung ist aber auch in den Euclid-Softwarelösungen möglich. Also sowohl die Software, die runterladbar ist, als auch der Cloud-Lösung. Dazu gibt es 2 Validierungsarten. Die Business-Regeln, English Business Rules, die so strikt sind, dass sie tatsächlich dazu führen, dass die Produktmitteilung nicht angenommen wird, sondern abgelehnt wird. Und die zweite Art der Regeln sind die Qualitätsregeln, in Englisch Quality Rules, QLT, die zu Warnhinweisen führt, um halt die Qualität in den PCN-Mitteilungen zu verbessern. Diese Regeln beziehen sich dann teilweise auch auf unterschiedliche Bereiche, die da sind die Standardmitteilungen oder Gruppenmitteilungen, dann vereinfachte industrielle Mitteilungen und letzten Punkt auch freiwillige Mitteilungen. Die letzte Version ist, wie gesagt, die Version 7 vom April diesen Jahres. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, diese aktuelle Version durchzuschauen und bin auf insgesamt 170 Regeln gestoßen, war dann doch überrascht, wie viel es letztendlich sind. Davon sind 31 im Submission-Portal aktiv und es sind 201, 31 im Submission-Portal aktiv und 170 im Euclid. Und davon die Business-Regeln sind halt 165 insgesamt, wie Sie sehen, und 147 im Euclid und 18 im Submission-Portal. Und die Quality Rules entsprechend gering. Nun ist es so, dass dadurch, dass die Business Rules
zu einer Abweisung der Mitteilung führen, ist es so, dass das BFR oder letztendlich die Appointed Bodies im Allgemeinen nur die Quality Rules erreichen. Es war früher noch ein bisschen anders, weil es teilweise auch Quality Rules gab oder Business Rules gab, die nicht zu einer Abweisung führten, aber es wurde mittlerweile vereinheitlicht und ist halt so, wenn eine Regel eine Business-Regel ist, dann führt die wirklich zur Ablehnung und eine Quality Rule nur zum Hinweis. Das BFR steht ja nun vor der Lage, wie auch die anderen Appointed Bodies, dass es sehr, sehr viele Mitteilungen, mehrere tausend im Monat gibt. Und wie kontrolliert man die? Und wir haben interne Priorisierung vorgenommen von den einzelnen Business Rules, also von den einzelnen Quality Rules, um genauer zu sein, welche besonders wichtig sind für die Giftnotdurchberatung, dass es zum Beispiel zu keiner Fehlberatung kommt und wir auch sicherstellen wollen, dass die Informationen halt möglichst korrekt in der Datenbank vorliegen. Und da gibt es ich sag mal 4 Kategorien hoch, die für uns besonders entscheidend sind. Das sind 14 Quality Rules, mittel 6, niedrig 8. Und tatsächlich auch irrelevant, wie zum Beispiel irgendwie, dass nur so und so viele Zeichen in irgendeinem Feld im ECHAX Submission Portal angezeigt werden können, die ist ja für uns nicht relevant. Und es gibt auch noch 6 von noch nicht intern kategorisierte Regeln, sodass wir insgesamt auf eine Summe von 66 Regeln, auf die wir schauen, kommen. Jetzt einige Beispiele dazu. Das erste ist die Zuordnung der Art der Mitteilung. Wie viele ja wissen, es gibt halt eine initiale Mitteilung, eine Update-Mitteilung, dann eine Update-Mitteilung nach einer relevanten Rezepturänderung, also New Notification after Significant Change of Composition und eine Disabling, ein Disabling-Grund. Warum sind diese Informationen für das BFR so wichtig? Es hat nicht nur den Hintergrund der Giftnotrufberatung, sondern auch der Historie des Produkts, die nachvollziehbar sein sollte, um halt bestimmte Risikoanalysen intern durchführen zu können. Außerdem soll über die richtige Zuordnung gewährleistet werden, dass möglichst wenig, in Anführungsstrichen, Datenmüll erzeugt wird, zum Beispiel 2 parallele Produkte, die in der Datenbank dann vorherrschen durch 2 initiale Meldungen, wobei nur eins davon relevant ist. Hier wäre die, später auch noch zu sehen, die korrekte Möglichkeit, ein Update zu machen oder ein Update nach signifikanter Rezepturänderung, um mal zu sehen, dass nur eins davon wirklich aktuell relevant ist, vor allem auch für die Giftinformationszentren bei der Beratung und die nicht Zeit verlieren, indem wir rausmischen, welches ist denn jetzt das Aktuelle. Das wäre der dritte Punkt, diese schnelle Auffindbarkeit. Und der letzte Punkt ist tatsächlich auch die möglichst korrekte statistische Ergebnisse für die Risikoanalysen zu bekommen, zur Unterstützung des Risikomanagements. Das nächste Beispiel ist ist noch das gleiche Beispiel, aber ich würde nochmal erläutern, was das für Hintergründe gibt für die einzelnen Mitteilungsarten. Das ist einmal die Erstmitteilung eines Produkts. Klar, die Initialmitteilung ist, denkt mal, jedermann gebräuchlich. Und dann gibt es eine Update-Mitteilung, die vielleicht vom Namen her ein bisschen ungewöhnlich ist, weil eigentlich ist ja alles ein Update, was da mitgeteilt wird, aber wirklich das Update nach CLP ist, wenn das Produkt bereits existiert und die Rezeptur gleich bleibt, also sich innerhalb der erlaubten Grenzen bewegt, die auch in den Leitlinien zur CLP-Verordnung beschrieben sind. Und speziell diese Art des Updates wird verwendet, wenn sich Informationen außerhalb der Rezeptur ändern. In dem Fall bleibt der UFI erhalten, aber es können auch neue UFIs hinzugefügt werden. Die dritte Möglichkeit ist die nach einer tatsächlichen Rezepturänderung. Hier ist auf jeden Fall ein neuer UFI erforderlich, weil der UFI ja letztendlich eindeutig auf eine Rezeptur verweisen muss.
Und hier ist üblicherweise der Fall, wie der Name das schon sagt, dass das Produkt bereits existiert und das Produkt tatsächlich über die erlaubten Grenzen hinweg verändert wurde im Vergleich zu dem vorher benannten Update. Und um die Historie dann zu verfolgen, ist es bei dieser Art des Updates nötig, die gelatete PCN-Nummer anzugeben. Das bedeutet, die PCN-Nummer, die verwendet wurde in der vorhergehenden Mitteilung, als das Produkt noch eine andere Rezeptur hatte. Und darüber kann dann verfolgt werden, wie die Produkthistorie ist. Der vierte Grund, dieses Disabling, wurde Ende letzten Jahres eingeführt. Damit kann die letzte und immer nur die letzte Produktmitteilung als ungültig erklärt werden und somit tritt, falls vorhanden, die vorherige an die Stelle der aktuellen Mitteilung. Wenn die ungültig gemachte Produktmitteilung eigentlich eine initiale Produktmitteilung war, dann wird die halt auch verschwinden. Es gibt keine vorangehende Mitteilung. Dann zu den Stoffnamen. Stoffnamen sind vom Deutschlandtag nur in Deutsch und Englisch akzeptiert und sollten mindestens in einer der beiden Sprachen angegeben werden. Idealerweise im Stoffnamenfeld, aber es gibt die Empfehlung, wie sie auch in der Dokumentation, also PCR eine Practical Guide oder der ECHA angegeben ist, in der Referenzsubstanz im Feld Synonyme. Allerdings ist hier auch, es muss halt die Sprache als manuelle Feld angegeben werden. Es gibt da keine Auswahlliste. Das ist vielleicht nochmal eine Überlegung, ob man das in Zukunft ändert. Und wir empfehlen dort, die Sprache in Englisch anzugeben und dann den entsprechenden Namen, die Stoffnamen. Des Weiteren kam es vor, dass der Stoffnamen teilweise einfach nur CAS-Nummern oder EC-Nummern enthält oder interne Angaben der Firmen wie Artikelnummern. Und hier wäre halt die Maßnahme tatsächlich wirklich ausschließlich nur in Stoffnamen zu verwenden. Als Negativbeispiel habe ich mal aufgelistet, was so vorkam. Es hat sich auch mittlerweile verbessert, aber zum Teil gab es einfach Other Solid Substances Not Classified oder irgendwelche Wassergefährdungsklassen oder fester Inhalt. Sie sehen, also das ist schon sehr ungewöhnlich und hier einfach beim Eintragen darauf achten, dass die richtigen Felder verwendet werden. MIMS wurden ja heute auch schon öfter besprochen. Hieß es so, dass MIMS gerade am Anfang auch häufig nicht in die Rezeptur mit eingerechnet werden, obwohl sie vollständig bekannt sind. Also wenn der der MIM-Verursacher und der Hersteller die gleiche Rechtsperson sind, dann ist der Hersteller halt verpflichtet, das Ganze aufzuschlüsseln und nicht als MIM anzugeben und alle Bestandteile in die Rezeptur halt aufzunehmen. Dann gibt es noch so kleine Fehler, an die man vielleicht im internationalen Geschäft nicht unbedingt leicht denkt, bei den MIM-Supplier-Angaben, dass da nicht alle Angaben richtig oder vollständig sind, insbesondere, dass aus Versehen die eigene Firma angegeben wurde, wenn man es als Service macht, anstatt als Service-Dienstleister, anstatt der Lieferant. Oder dass man bei der Telefonnummer zu den Kontaktangaben die Ländervorwahl vergisst. Und als letzten Punkt, den hatten wir auch schon, dass mehrfache Verschachtelungen von ICG und MIM zu vermeiden sind, weil es zu erheblichen Verzögerungen in der Giftnotrufberatung führt. Und ich erinnere mich auch, dass jetzt in Zukunft Oktober auch diese Regel, ich glaube, Daniel hat es erwähnt, verhindert wird durch Validierungsregeln, dass zum Beispiel ein ICG im ICG nicht mehr möglich sein wird. Zum Schluss noch ergänzend einige BFR-relevante Beispiele. Was uns auch immer wieder wichtig ist, zu den Auswertungen der Risiko der einzelnen Produktgruppen nach Stoffen, aber auch zur Zuordnung, ob
es sich hierbei um ein Wasch- und Reinigungsmittel handelt, es ist die Vergabe des Kategoriesystems, dem EU-PCS-System. Und hier als Beispiel sind aufgezeigt die Ebenen 1 bis 3 dieses Systems. Das hat noch tiefergehende Ebenen. Und anhand dieser Kategorien haben wir halt vordefiniert, welche mit Sicherheit Wasch- und Reinigungsmittel sind, welche wahrscheinlich Wasch- und Reinigungsmittel enthalten können, welche auf keinen Fall Wasch- und Reinigungsmittel sind. Also wie jetzt hier in Rot und Grün dargestellt. Und ich glaube, hier ist es nur in Grau zu denen. In Gelb sind halt die, wo es nicht ganz sicher ist, wo es sein kann, dass halt Wasch- und Reinigungsmittel enthalten sind. Und in der Vorgabe vom Ministerium ist es so, dass wir dann auch diese, wo nicht alle Wasch- und Reinigungsmittel sind, also die gelben oder grauen jetzt in dem Fall hier, und die grünen halt dem Umweltbundesamt übermittelt werden. Firmennamen, die Angabe des Firmennamens hat gerade auch in der ersten Zeit auch noch einige Probleme mit sich gebracht. Da standen Sachen drin, wie Sie hier lesen können, PCN dann zur Meta-Firma. Ich denke mal, das waren vielleicht sogar auch Testmeldungen aus frühen Jahren, aber teilweise ist es dann auch noch später aufgetaucht. Also hier einfach nochmal der Appell, bitte achten Sie beim Eintragen der Firmendaten, vor allem einmal im Ecker-Account oder in der System-to-System-Lösung auf die entsprechenden Felder, dass Sie dort halt auch die richtigen Angaben in den Feldern angeben, sodass die dann letztendlich in der PCN-Mitteilung auch korrekt übermittelt werden. Anderer Punkt ist Test-Submissions, bitte möglichst nur im uCloud-System. Andererseits ist es ja jetzt auch möglich, über diese Disabling-Geschichte das auch wieder rückgängig zu machen. Also ist das nicht mehr ganz so kritisch wie zu der Zeit, wo es noch keine Möglichkeit des Disablings gab. Und es ist auch direkt als ein Grund angegeben im Disabling-System, dass man halt aufgrund einer Testmeldung eine Produktmitteilung zurückzieht. Und beim Disabling wird dann auch empfohlen, dass, wäre der nächste Schritt, dass man sich wirklich nur einen Fehler eingeschlichen hat, dass man dann die korrekte Übermittlung danach dann durchführt. Ne? Entweder als Update oder Update after significant change of composition. Beim Produktnamen verhält sich so ähnlich wie im Stocknamen. Hier wird auch, wünschen wir uns natürlich auch die Angaben in Deutsch und Englisch als Appointed Body für Deutschland. Und da gab es auch für Produkte, wo ein Punkt am Anfang stand, die natürlich bitte weglassen. Das ist kein sinnvoller Produktnamensteil. Dann hatten wir auch einen Punkt, einen Teil, der jetzt auch schon gleich bei Luisa, glaube ich, angesprochen wurde, dass mehrere Produktnamen in einem Feld mit Komma getrennt angegeben wurden. Hier bitten wir Sie darum, dass Sie wirklich für jeden Namen ein eigenes Feld benutzen. Das macht das Ganze einfacher. Und somit kann man somit können wir als BFR viel einfacher diese Produktdatensätze erzeugen, weil, wie heute schon erwähnt, nutzen wir die Dossiers, indem wir halt die Produkte dann aufschlüsseln und somit wenn zum Beispiel 8 Produkte in einem Dossier enthalten sind, 8 Produktdatensätze bekommen und somit haben wir ganz automatisch dann auch alle korrekt abgebildet in der Datenbank und wenn das alles in einem Feld steht, dann ist uns das so nicht möglich. Dann gibt es noch hier, ich habe es einfach mal Missbrauch des Felds Other Names genannt, das ist leider auch ein bisschen nebulös gewesen bei der Erläuterung, weil zumindest war es nicht direkt ersichtlich bis vor kurzer Zeit. Bitte weglassen, also ein bisschen leer lassen, wenn da keine andere Geschichte steht, wie ich glaube im Hintergrund ist jetzt mittlerweile erläutert, dass da häufig noch zusätzliche Handelsnamen oder Namen, wie sie auf dem Produkt erscheinen können, stehen sollten. Als letzter Punkt dazu, es gab auch schon Übermittlungen, in denen ein Produkt übermittelt wurde mit einer Packungsgröße und da gab es eine neue Mitteilung mit dem gleichen Produkt, mit einer anderen Packungsgröße und das ist auch nicht erwünscht. Wir bitten darum, dass Sie, wenn Sie so einen Fall haben, einfach eine Produktmitteilung absenden und die unterschiedlichen Packungsgrößen
in dieser Produktmitteilung mit aufschlüsseln. Und somit haben wir dann nicht mehrere Produkte, sondern ein Produkt mit verschiedenen Packungsgrößen. Zur Einstufung und Kennzeichnung ist auch wieder in Deutsch und Englisch bitte für Deutschland. Hier sind häufig Fehler, dass teilweise Piktogramme einfach fehlen oder die Haarsätze fehlen oder passen nicht zur Einstufung, dass das nicht, dass dann ein Fehler gemacht wurde bei der Eingabe oder dass der variable Satz in bestimmten Haarsätzen nicht angegeben wurde, der variable Teil. Und da gibt es ja auch Felder für und die sind halt bitte möglichst sorgfältig auszufüllen, dass auch diese Sachen exakt in der Datenbank abgebildet werden. Als letzten Punkt noch möchte ich noch erwähnen, diese Verwechslung der Signalworte. Achtung und Gefahr scheinen ja auf den ersten Blick nicht so ein Unterschied zu sein, aber da bitte auch darauf achten, einfach ein bisschen Sorgfalt bei der Dateneingabe. Ich denke mal, das ist auch nicht böswillig erfolgt. Als letzten Punkt, pH-Wert. Wenn man keinen pH-Wert für ein Produkt angibt, muss man ja angeben, was der Grund dafür ist, wieso man keinen pH-Wert angibt. Und hier sollte erstmal ein sinnvoller Grund angegeben werden und der sollte auch schlüssig sein. Wenn zum Beispiel Wasser eine Rezeptur ist, dann kann man in der Regel auch einen pH-Wert messen. Ja? Und dazu misst man den pH-Wert und gegebenenfalls verdünnt man das Produkt mit Wasser und besteht ja auch dort die Möglichkeit, die Verdünnung anzugeben, sodass man dann sich zurückrechnen kann und eine ungefähre Vorstellung hat, welchen pH-Wert hat das Produkt im unverdünnten Zustand. Und als letzter Punkt dazu, bei den sensibilierenden Stoffen im EU-Haarsatz 208 fehlt häufiger der Stoff, der sensibilierend ist. Und hier bitten wir auch darum, dann den nochmal mit einzutragen, weil dann auch für die Giftnotrufberatung das alles schneller geht. Und damit bin ich am Ende zu dieser Vorstellung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich auch für Fragen zur Verfügung.